Wir sind ja erst am 9. Mai rausgekommen. 45 sind wir erst auf dem Wasser gewesen in der Danziger Bucht. Dann ist das Schiff, der Südpol, das war ein Navigationsschiff von der Marine. Da sind wir raufgekommen. Das beste Erlebnis war dann noch, dann sind wir geflüchtet und gehen in Neustadt. Gehen wir in Neustadt ab zum Bahnhof, vom Schiff an den Bahnhof, um wegzufahren. Mein Onkel und Mutter und Tante, die wollen da Fahrkarten oder was besorgen noch. Und mein Cousin Arthur und ich, wir sitzen auf den Koffern. Was kommen? 2 Letten, geben uns ein Stück Schokolade, die ganze Habseligkeit weg. Also das sind Anekdoten, die kann man gar nicht erzählen. Die sollte man auch gar nicht erzählen, weil das zu sehr bedrückt. Diese Menschen, denn heute will doch keiner, heutzutage, wenn man die psychologische Seite sieht, heute wehrt sich doch jeder Mensch gegen eine gewisse Angst. Ich ja auch, gebe ich ja zu. Wer will schon Angst aufhalten und sie aushalten und im Kopf reflektieren? Wer macht das schon? Wer will das schon? Denn das ist ja Arbeit, hier oben im Schädel. Das ist ja Arbeit. Und diese Arbeit, dann braucht man wieder psychologische Hilfe, damit man an einem roten Faden entlang hangeln kann, damit man sein Bewusstsein und sein eigenes Ich wieder behält. Denn wenn das eigene Ich zerstört ist, dann knackst das an die Seele. Ja, diese permanente Angst, die durch die Flucht entstanden ist, diese Erlebnisse. Aber das kommt jetzt alles. Das kommt alles so hoch. Der Überlebenswille, der ja mit einem Kind instinktiv drin sitzt, nicht bewusst, der war bei den Flüchtlingskindern ungebrochen. Das ist im Nachhinein 1952, 1953 hat man hier gerade in Schleswig-Holstein eine Umfrage gemacht. Die konnten unheimlich gut funktionieren, weil der Existenzwille, der durch diesen Instinkt des Lebens und leben zu wollen, der war ja instinktiv in den Menschen, in den Kindern drin. Wir waren ja oder mussten erwachsen sein. Wir mussten doch erwachsen sein. Ich habe meinen Vater, 48, da war ich 8 Jahre alt, meine Mutter war dazu nicht in der Lage, habe ich mit meinem Kumpel, mein Vater, vom Bahnhof abgeholt in Burg, auf Fehmarn, zu Fuß bis Hinrichsdorf. War ein Wrack. 6 Jahre Krieg, 3 Jahre Gefangenschaft. Wie er nach Hause kam, hat er hier Wasserbeutel gehabt. Der war in russischer Gefangenschaft. Da war ein Wrack. War kaputt. Hat sich nach einem Jahr wieder erholt, weil er so viel Energie im Körper drin hatte. Hat seinen Job gemacht. Hat aber ständig etwas getrunken. Nicht nur etwas, sondern etwas mehr. Aber war nie besoffen. War kein Alkoholiker. Er war ein permanenter Trinker und damit hat er gelebt. Und konnte damit auch leben. Weil er diese Energie, woher sie kommt, ich weiß es nicht. Aus den Genen von unseren Vorfahren. Nach dem Krieg die 12 Millionen Flüchtlinge hier in den Westen gekommen, beziehungsweise aufgeteilt in die damalige Ostzone und in die Westzone, so wie der Sprachgebrauch damals war. Und die haben einen Überlebenswillen,
und eine instinktive Energie freisetzen können. Sie wollten ja alle überleben. Und das Integrieren, das war ja etwas leichter als heutzutage. Es war ja diese gleiche Kultur, die gleiche Denke und die gleiche Sprache. Zwar unterschiedlich in den Dialekten, aber die Verständigung war ja schon dort da. Wir sind ja auch auf Fehmarn, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, da haben sie auch uns, weil die ein anderes Blatt sprachen, die Polacken gesagt. Nicht? Also Polacken war ja das Schimpfwort für die Polen. Die verstanden uns ja nicht, aber wir verstanden die ja auch nicht. Und das war ja das Kuriosum, warum ich habe sofort in Hinrichsdorf auf der Straße innerhalb von 2, 3 Monaten deren Platt gesprochen, weil die Kinder, die sprachen ja kein Hochdeutsch. Wir mussten Platt sprechen. Das war automatisch. Ging nicht anders. Und das muss wahrscheinlich einen Kick bei mir gegeben haben. Ich bin dann 3 Jahre im Schwabenland gewesen, habe nach 3 Monaten Schwäbisch geschwätzt, gell? Das war schön. Das nenne ich Instinkt Lebenswille oder Überlebenswille. Warum das damals so war bei uns Kindern, das konnten wir gar nicht wissen. Heute können wir das kapieren, aber wir konnten es doch damals nicht wissen. Jo, kaum nicht. Uns plaudert wir so und keiner will es, dort will ja keiner mehr hören. Dort ist im Plaut, was ich reden do, dort ist Plaut von meinen Eltern und von meinen Großeltern. Aber ich muss jemanden haben, mit dem ich mich unterholen kann. Wenn ich das nu so sage, ich versuche alles genau num Dialekt so zu reden. Aber dort versteht doch kein Mensch. Oder dort wer will dann dort noch hören? Wer will dann dort? Mein Cousin Arthur, der hat sich mit ihm vorher immer plaut unterholen. Mit dem konnte ich noch plaut reden. Aber dort ist, wenn es keiner mehr hören will, oder kaum. Nee, lassen wir das lieber.